Wenn du in Aktien investierst, dann gibt es am Jahresende ein paar Dinge, die du beachten solltest, um Steuern zu sparen. Was das genau ist, zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du in Aktien investierst oder Aktien besitzt, dann musst du die Gewinne daraus natürlich versteuern. Und es gibt am Jahresende so ein paar Dinge, die du mal bei dir überprüfen solltest, die du machen solltest, die relativ schnell gehen, mit denen du Steuern sparen kannst. Wie das genau geht, das gehen wir in diesem Video mal Schritt für Schritt durch. Schauen wir uns erstmal an, wie Aktiengewinne generell versteuert werden. Und zwar gibt es auf Aktiengewinne eine pauschale Versteuerung von 25%. Die ist auch bekannt als Abgeltungssteuer. Wenn du jetzt beispielsweise 10.000 € mit Aktien verdienst pro Jahr, dann behält meistens der Broker oder die Bank, je nachdem wo die Aktien liegen, schon 25% pauschal ein. Diese 25% zahlst du für die Einkommensteuer und du musst dieses Einkommen dann nicht mehr in deiner privaten Einkommensteuererklärung geltend machen. Das kann günstig sein für dich, wenn ein individueller persönlicher Durchschnittssteuersatz höher als 25% ist, dann ist diese Abgeltungssteuer für dich günstiger. Wenn dein persönlicher Durchschnittssteuersatz allerdings unter 25% sein sollte, dann kannst du dein Einkommen aus Aktien, beispielsweise 10.000 €, aber auch freiwillig in deiner Einkommensteuererklärung angeben. Dann zahlst du entsprechend weniger Steuern bzw. bekommt das, was du zu viel an Steuern gezahlt hast, wieder. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu verstehen, wofür du eigentlich Steuern zahlst. Und zwar gibt es da so zwei Sachen, die du grundsätzlich mal wissen solltest. Die erste Sache ist, dass du nicht für Kursschwankungen Steuern zahlen musst. Wenn du dir jetzt eine Aktie kaufst, dann geht der Kurs ja manchmal hoch und wieder runter und manchmal wieder hoch. Du zahlst quasi erst in dem Zeitpunkt Steuern, wenn du den Gewinn realisierst. Und du realisierst den Gewinn erst zu dem Zeitpunkt, wenn du es verkaufst. Wenn du jetzt eine Aktie kaufst und du behältst die 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, dann bezahlst du in diesen 10, 20, 30 Jahren keine Steuern, sondern erst zu dem Zeitpunkt, in dem du die Gewinne oder Verluste realisierst. Außerdem ist es wichtig, dass du weißt, dass du nur auf den Gewinn Steuern zahlst. Das heißt, du hast das ganze Kapitalvermögen, deine Aktien, da zahlst du nur auf die Differenz die Steuern. Wenn du in einem Jahr beispielsweise 2 Aktien hast und mit der einen Aktie hast du 10.000 € Gewinn realisiert und die andere musstest du mit Verlust verkaufen und du hast 5.000 € Verlust mit dieser Aktie gemacht, dann zahlst du nicht auf die 10.000 €, die du Gewinn gemacht hast, die Steuern, sondern nur auf die Differenz. Du kannst die Verluste mit den Gewinnen verrechnen und dann zahlst du in diesem Fall nur für 5.000 € deine Steuer und nicht für die 10.000 €. Allerdings zahlst du nicht ab dem ersten Euro Gewinn tatsächlich Steuern. In Deutschland gibt es einen Sparerpauschbetrag, der ist aktuell bei 801 €. Sobald du Einkünfte aus Kapitalvermögen hast, sind die ersten 801 € für dich steuerfrei. Und wenn jetzt Jahresende ist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, damit ein wenig zu spielen, weil dieser Sparerpauschbetrag gilt immer pro Kalenderjahr. Gehen wir mal davon aus, du hast eine Position von Aktien, die du jetzt gerne verkaufen würdest, du würdest die Gewinne gerne realisieren und du hast einen Gesamtgewinn mit dieser Position von 1.600 € gemacht. Dann kannst du dir natürlich überlegen, wann du sie verkaufst. Wenn du sie sofort verkaufst, dann hast du zwar 801 € steuerfrei, musst auf den Rest aber Steuern zahlen. Aber du könntest jetzt auch hingehen und dir überlegen, dass du erst die erste Hälfte verkaufst, du realisierst 800 € Gewinn, der steuerfrei ist durch den Sparerpauschbetrag und wartest mit den anderen Verkäufen noch bis Januar und verkaufst die zweite Hälfte dann im Januar und realisierst dann noch einmal 800 € Gewinn. Und auch im neuen Jahr, da hast du einen neuen Sparerpauschbetrag, ist dieses Einkommen dann steuerfrei. Aber auch Verluste können für dich sehr, sehr interessant sein. Natürlich macht niemand gern Verluste, aber vielleicht kennst du es. Du kaufst eine Aktie, die danach erstmal auf Talfahrt geht. Macht natürlich keinen Spaß. Aber steuerlich gibt dir das Handlungsspielraum. Und zwar kannst du jetzt hingehen und dir überlegen, ob du hier diese aufgelaufenen Verluste realisierst. Du könntest beispielsweise jetzt, wenn du im Dezember auf dein Depot guckst und siehst, oh, mit dieser Aktie habe ich aktuell 5.000 € Kursverluste gemacht, könntest du jetzt hingehen und diese Aktie einmal verkaufen und zum gleichen Preis wieder kaufen. Das heißt, du hast einmal diese 5.000 € Verlust realisiert. Du hast die Aktie nach wie vor in deinem Depot und das Einzige, was es dich gekostet hat, sind die Transaktionsgebühren. Die sind dann je nach Broker unterschiedlich, aber du hast die Aktie nach wie vor in deinem Depot, du hast aber steuerlich diese Verluste realisiert. Und das ist relativ interessant, weil diese Verluste kannst du jetzt mit anderen Gewinnen aus Kapitaleinkünften, also mit Aktiengewinnen, kannst du verrechnen. Und wenn du 5.000 € Verluste realisiert hast, kannst du jetzt auch 5.000 € Gewinne realisieren, ohne Steuern zahlen zu müssen und auch ohne den Sparerpauschbetrag anzufassen.
Zum Abschluss von diesem Video noch ein Hinweis. Wenn du verheiratet bist, dann habt ihr keine 2 Sparerpauschbeträge in Höhe von 801 €, sondern ihr habt quasi einen gemeinsamen Topf an Sparerpauschbetrag, der doppelt so hoch ist. Das heißt, ihr habt gemeinsam einen Sparerpauschbetrag von 1.602 €, den ihr aufteilen könnt, wie ihr wollt. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, ein paar Euro Steuern zu sparen und sorgt dafür, dass du ein bisschen mehr Kapital für Aktienkäufe hast. Wenn du allerdings noch Fragen zu dem ganzen Thema hast, dann schreib uns doch einen Kommentar, gerne auch mit dem Hashtag Steuerfrage. Das lohnt sich nämlich, denn wir verlosen jeden Sonntag so ein Überraschungspaket unter allen Leuten, die dieses Video oder eins unserer anderen Videos mit dem Hashtag Steuerfrage kommentiert haben. Wenn du dieses Video hilfreich fandst, dann abonniere doch auch unseren Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig solche Videos, das kannst du hier tun. Oder schau direkt ein weiteres Video, wo wir erklären, wie du als Selbstständiger Steuern sparen kannst. Das kannst du zum Beispiel hier oder hier tun. Regelmäßig in Aktien